Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Malerisch auf einem Felsplateau über der Saale gelegen, beeindruckt die einstige Burg der Vögte von Gera und Plauen und spätere reußische Residenz Burg mit historischen Räumen. Und diese möchte ich euch heute etwas genauer vorstellen. Mit der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1365 unter dem Namen Festeburg entstand hier auf einer Erhebung von Tälern umgeben die erste Burganlage. Nach dem Abriss um 1403 entstand eine neue Randhausburg. Die Dreiflügelanlage bildet bis heute den Kern des Schlosskomplexes. Durch das frühere Amtshaus bzw. Torhaus und dem kleinen Torbogen betritt man über den Zwinger die Burganlage. Der Zwinger ist der Bereich zwischen der ersten und der zweiten Wehrmauer, der ebenfalls der Verteidigung der Anlage diente. Beeindruckend sind die Wehranlagen aus dem 16. Jahrhundert, der Rote Turm, die Zwingerbefestigung, der Wehrgang und der Treppenturm. Am westlichen Ende der Anlage steht der Rote Turm mit einer Fachwerkhaube im Stil der Spätrenaissance. Das gut erhaltene Schloss hat noch den Charakter einer Burg mit vielen mittelalterlichen Details. So ist der ursprüngliche Palas noch komplett erhalten, ebenso der Bergfried und beide steinernen Brücken, die in den inneren Ring bzw. zum Palas führen. Durch die Vögte von Gera, das waren die Vorfahren der Reußen, wurde schon im Mittelalter an der wehrtechnisch günstig gelegenen Stelle eine Burg errichtet. Die Landgrafen zu Thüringen und Markgrafen zu Meißen gestatteten den Vögten und Herren von Gera die Verpfändung der Burg an den Deutschen Orden in Schleiz. Heinrich Reuß von Plauen wurde um 1400 geboren und trat bereits in jungen Jahren dem Deutschen Orden bei und wurde 1469 dessen Hochmeister. Nach einer zeitweiligen Veräußerung an die Deutschritter kam die Burg wieder zu den Geraer Vögten, späteren Herren, um nach deren Aussterben an die Greizer Reußen zu fallen. Beim Schreiten über die Brücke kann man schon einen ersten Blick auf den Roten Turm und den Schornstein der alten Schlossküche werfen. Früher waren beide Brücken Zugbrücken. An der äußeren Brücke ist unter dem Amtshaus eine Zolltariftafel ausgestellt. 1513 erfolgten umfangreiche Innenausbauten, bei denen der wohnliche und repräsentative Ausbau der Burg im Vordergrund stand. Im Innenhof angelangt, sieht man einen Brunnen und einen kleinen verwinkelten Platz mit einzelnen Objekten aus der damaligen Zeit. Der Rittersaal befindet sich im Palas bzw. Wohnturm, dem ältesten Teil der Schlossanlage, und war als große Hofstube zunächst der Ort höfischen Lebens und der Regierungsgeschäfte. Später diente er als Festsaal. Die kassettenförmige Ausmalung der Decke stammt aus der Zeit des 17. Jahrhunderts und vereint Stilelemente aus Renaissance und dem sogenannten Thüringer Bauernbarock. Heinrich IV., Burggraf zu Meißen, entstammte der älteren Linie der Vögte von Plauen und vereinte fast das gesamte Vogtland unter seiner Herrschaft. Denn im Schmalkaldischen Krieg um 1546 fällt Burg an die Burggrafen von Meißen zurück.
Kurfürst Moritz trat 1546 die sächsische Lehnshoheit über die reußischen Länder an das Königreich Böhmen ab. Burggraf Heinrich IV. Von Meißen war ein Enkel des 1466 von den Wettinern aus Plauen vertriebenen letzten Nachkommen der Plauener Vogtslinie. Als Oberstkanzler von Böhmen hatte er die besondere Gunst König Ferdinands von Böhmen. So erhielt er die reußischen Territorien als böhmisches Lehen. Gestützt auf ausgezeichnete Kenntnisse der modernen Verwaltung gelang es ihm, seine Ländereien zu einem zeitgemäßen Staatswesen umzugestalten. Nach seinem Tod 1554 regierten die beiden Söhne Heinrich V. und Heinrich VI. Gemeinsam das Vogtland. Sie erwiesen sich jedoch als unfähig, das Werk ihres Vaters fortzusetzen. Beide Söhne verloren fast den gesamten ererbten Besitz. Mit ihnen starb 1572 die ältere Linie der Vögte von Plauen aus. Unter Heinrich II. Reuß älterer Linie wird das zweite Haus Burg begründet. Sichtlich stolz zeigt ihn ein großformatiges Gemälde im Rittersaal, das vermutlich 1673 anlässlich der Erhebung in den Reichsgrafenstand in Auftrag gegeben wurde. Noch im 16. Jahrhundert bezeichneten sich die Heinrichinger selbst als Freiherren. Darunter verstand man damals meistens noch reichsunmittelbare Personen. 1625 gelang es ihnen vom Kaiser für ihr Geschlecht die Verleihung des Prädikats wohlgeboren zu erlangen, welches nur dem hohen Adel zustand. Es begannen Verhandlungen mit dem Kaiserhof. Schließlich erhob am 26. August 1673 Kaiser Leopold I. sämtliche Linien des Hauses Reuß in den erblichen Reichsgrafenstand mit dem Titel Reußen, Grafen und Herren von Plauen, Herren zu Kreis, Gera, Schleiz und Lobenstein. Heinrich II. Reuß ältere Linie erhielt in der brüderlichen Teilung die Herrschaft Burg und residierte bis zu seinem Tod hier im Schloss. Da er ohne männliche Nachkommen starb, endet mit ihm die Linie Reuß-Burg. Auf dem Gemälde ist die älteste bekannte Ansicht von Schloss Burg zu sehen, noch vor dem Abriss des hohen Eckturmes und des davorstehenden Torhauses. Bemerkenswert ist der von Wallenstein 1632 ausgestellte Schutzbrief, der für einen beträchtlichen Geldbetrag erworben wurde und die Zerstörung des Schlosses und der Ortschaft in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges zu verhindern half. Zur Schlossküche an der Westseite der Schlossanlage gelangt man über den Innenhof. Die Schlossküche wurde um 1600 in dem kegelförmigen Anbau an der Wehrmauer eingerichtet. Der 21,5 Meter hohe Kamin stellt eine architektonische Seltenheit in Europa dar. Ausgestattet ist die Küche mit Küchengeschirr und Gerät aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Hervorzuheben sind 3 Bratenwände aus dem 18. Jahrhundert. Das Gerät über der Feuerstelle ist funktionstüchtig und am Gewicht mit der Jahreszahl 1751 versehen. Über das sehr anmutige Treppenhaus erreicht man die prunkvollen Säle des Schlosses. Vorbei am Vorzimmer mit Galerie gelangt man in den Damensalon und in dem nach französischem Stil ausgestatteten kleinen Saal. Ab 1733 brachte die Regentschaft eine künstlerische Blüte für Schloss Burg. Der ehemalige Bergfried und das zweite Torhaus wurden wegen Baufälligkeiten abgetragen und die Nordoststrecke neu errichtet.
In dieser Zeit wurden die Fenster vergrößert und vermutlich erfolgte in dieser Zeit auch die Anlage des großzügigen Treppenhauses. Der Vorraum zum kleinen Saal erhielt seine heutige Ausgestaltung erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wandbespannungen und die Gemälde über den Türen sind jedoch wesentlich älter und stammen aus dem oberen Schloss in Greiz. Das Knabenbildnis zeigt den früh verstorbenen Prinzen Heinrich XV. Graf Reuß zur Burg. Von besonderem Reiz ist das kleine Reisekabinett aus dem späten 16. Jahrhundert. Kabinettschränke entstanden aus der Sammelleidenschaft von Königen und Fürsten, gehörten im 16. und 17. Jahrhundert sozusagen zu den Prunkmöbeln in Gesellschaftsräumen. Caroline von Hessen-Homburg, Regentin des Fürstentums Reuß ältere Linie, übte nach dem Tod ihres Mannes ab 1859 die Regentschaft für ihren Sohn aus. Als Tochter eines österreichischen Generals war sie antipreußisch eingestellt, aber auch viele Reußen hatten in habsburgischen Diensten gestanden. Im Deutschen Krieg stellte sie sich gegen Preußen. Daraufhin wurde Greiz von preußischen Truppen besetzt. Dass ihrem Land das Schicksal Hannovers erspart blieb, ist Karl Alexander von Sachsen-Weimar zu verdanken, der sich bei seinem Schwager Wilhelm I. persönlich für die Reußen einsetzte. Letztendlich schloss Caroline Frieden mit Preußen. Das Land aber musste 100.000 Taler Kriegsstrafe zahlen und dem Norddeutschen Bund beitreten. Fürstin Caroline entwickelte zu der Greizer Bevölkerung ein gutes Verhältnis. Stets wusste sie von deren Nöten. Sie übernahm die Erziehung der Kinder zum größten Teil selbst. Im November 1859 starb Carolines Gemahl Fürst Heinrich XX. Mit dessen letzter Anordnung wurde ihr die Vertretung ihres noch minderjährigen Sohnes Heinrich XXII. Übertragen. Der Platz für den Damensalon wurde vermutlich erst durch den Abriss des Bergfrieds und der Neugestaltung der Nordoststrecke gewonnen. Zunächst als die neue Eckstube bezeichnet, erhielt der Raum später den Namen Drachenzimmer, hergeleitet aus den Motiven der Wandbespannung. Heute wird er nach der Möblierung Damensalon genannt. Nach dem verlorenen Krieg Österreichs gegen Preußen musste auch in Greiz eine geschriebene Verfassung erarbeitet werden. Im März 1867 bestieg Heinrich XXII. Mit der Volljährigkeit den Thron. Fürstin Caroline nahm ihre Regentschaft sehr ernst und führte ein nur der Pflicht gewidmetes Leben. Ihre Liebe zu Österreich verlor sie nie und übertrug diese auf ihren Sohn Heinrich XXII. Zeitlebens ist sie eine fürsorgliche Landesmutter geblieben und stand ihrem Sohn bis zu ihrem Tod hilfreich zur Seite. Der kleine Saal ist nach dem Rittersaal der größte Raum im Schloss und diente als Speisesaal. Die Raumausstellung stammt nahezu geschlossen aus den 1750er Jahren. Beherrscht wird der kleine Saal durch die monumental gestalteten Gemälde. (1886) lässt Heinrich XXII. Das Prunkzimmer unter Einbeziehung der barocken Bettnische einrichten. Vergleichbare vollständige Raumensembles sind äußerst selten.
gehabt bis 1945 Sommersitz, in denen aus Greiz so manches liebgewordenes Stück oder auch Kuriosum gebracht wird. Ein schwerer Vorhang trennt das Vorzimmer von der Bettnische mit Baldachinbett. Die volkstümlichen, naiven Schnitzereien des sogenannten Thüringer Bauernbarock entstanden um 1600. Der flämische Gobelin im Vorraum sowie die Verzierungen am Baldachinbett stammen aus dem 17. Jahrhundert. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun spannende Eindrücke über die Geschichte der Familie Reuß erhalten. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgen-Video verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!